Ich habe mir aus diesem Arbeitsplatz diesen Arbeitsplatz gemacht, aber fangen wir von vorne an. Vor circa 1,5 Jahren habe ich mein Leben komplett verändert. Ich habe meine Festanstellung gekündigt, habe mich selbstständig gemacht, bin in eine neue Stadt gezogen, habe meine Frau geheiratet und jetzt arbeite ich hauptsächlich von zu Hause aus. Am Ende des Tages gibt es keinen anderen Ort, an dem ich mehr Zeit verbringe als hier am Schreibtisch. Dieser Arbeitsplatz muss sehr vielen Anforderungen gerecht werden. Ich bin hauptberuflich Werbefotograf, gleichzeitig habe ich noch einen Podcast, den ich hier aufnehme und ab und zu streame ich auch. Und das Ganze soll unkompliziert von diesem Ort ausgehen, ohne dass ich irgendwas umbauen muss oder sonst irgendwas. Der alte Arbeitsplatz ist einfach nicht für eine dauerhafte Nutzung gemacht. Der Stuhl ist super unbequem, der Tisch ist unbequem. Das muss sich ändern. Ich will keine herumliegenden Festplatten mehr, ich will einen Wohlfühlort, in dem ich gerne arbeite mit sauberem Kabelmanagement und keinem Chaos mehr, kein Umstecken mehr, sondern alles soll immer funktionieren, ohne dass irgendwas umgebaut werden muss. Ich musste ein bisschen was investieren, aber ich denke mir, das lohnt sich. Es geht hier um meine Gesundheit, es geht um meine Motivation und vor allem geht es auch um meine Produktivität, weil das ist hier einfach mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Tada! Es hat sich doch einiges geändert. Jetzt, ich habe ja dieses Video, das mache ich ja jetzt schon so lange. Ich filme das ja jetzt schon eine Weile. Mein Tisch, den ich aufwendig hergerichtet habe, den muss ich jetzt loswerden, weil ich habe mir einen neuen gekauft. Diesen höhenverstellbaren Tisch, damit ich auch ein bisschen stehen kann, weil dieses ewige Sitzen funktioniert einfach nicht. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, alle Sachen, die ihr seht, habe ich selbst bezahlt. Kein Sponsoring oder so. In der Beschreibung findet ihr zu allen Dingen Affiliate-Links, falls euch interessiert, was die einzelnen Sachen kosten. Und so sieht's aus. Ich bin echt happy mit dem Ergebnis. Es macht wirklich Spaß, sich hier aufzuhalten und zu arbeiten. Ich denke, das wird sich in Zukunft auch immer weiterentwickeln. Das ist ein dynamischer Prozess. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu oder werden ausgetauscht. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Es ist alles aufgeräumt und alles hat seinen Platz. Um den Wohlfühlfaktor zu erhöhen, habe ich so einen persönlichen Touch reingebracht, indem ich eigene Bilder aufgehängt habe. Dann habe ich die Wand gestrichen in einem angenehmen Farbton. Dann habe ich echte Pflanzen reingestellt. Es sollen in Zukunft auch noch weitere Pflanzen dazukommen. Außerdem habe ich jetzt viel mehr Stauraum. Vorher hatte ich einen Rollcontainer, jetzt habe ich 2 Rollcontainer, habe damit super viel Platz und bekomme wirklich alles unter. Meine ganzen Bildbände, die vorher auf dem Boden standen, sind jetzt schön sortiert in diesem Rollwagen, wo sie auch wirklich gut zur Geltung kommen. Und obendrauf habe ich auch noch Platz für Fotoequipment. Außerdem habe ich jetzt 2 kalibrierte Monitore, was das Arbeiten und Streamen viel übersichtlicher macht. Die größte Investition war aber auf jeden Fall der neue Rechner. Damit bin ich die nächsten Jahre safe und mein Laptop benutze ich jetzt hauptsächlich zum Zuarbeiten und für unterwegs. Bevor ich selbstständig war, habe ich meine ganzen Daten auf verschiedenen Datenträgern verteilt, was super nervig ist. Es ist total unübersichtlich und außerdem auch nicht besonders sicher. Jetzt habe ich ein NAS, das kann ich aufrüsten und das Ganze ist auch noch gebackupt. Alles hat jetzt seinen festen Platz, sowie diese Capture-Karte und dieses neue Sound-Interface. Ich habe jetzt auf XLR umgestellt. Demnach habe ich auch ein neues Mikrofon und ich habe außerdem neue Kopfhörer. Ich habe mir jetzt offene Studio-Kopfhörer geholt, um das Ganze angenehmer zu machen beim Podcasten, damit ich mich selbst besser hören kann. Ein weiterer Vorteil von dem Sound-Interface ist vor allem auch, dass der Sound zentral zusammenläuft. Das heißt, Input und Output muss ich nicht mehr einzeln ansteuern, sondern kann das direkt manuell über das Sound-Interface steuern. Das ist super angenehm. Das war davor richtig nervig. Außerdem laufen beide Displays jetzt über DisplayPort zum Rechner und die PS5 über HDMI, was nicht nur bildqualitätstechnisch besser ist, sondern ich muss auch nichts mehr umstecken. Super Overkill ist meine aktuelle Streaming-Kamera, es ist eine Nikon D850, aber die habe ich halt gerade hier und die überhitzt nicht im Vergleich zu meiner Nikon Z7 II. Ein großer und vor allem dicker Teppich macht den Raum nicht nur gemütlicher, sondern er verändert auch die Akustik positiv, was vor allem bei solchen hohen Räumen wie hier echt gut ist. Bei so viel technischen Gerätschaften fallen halt auch super viele Kabel an und deshalb war es mir echt wichtig, dass ich ein gutes Kabelmanagement habe, damit auch alles schön ordentlich aussieht. Ein ziemlich cooles Feature bei dem Tisch ist, dass man den auch mit so einem Kabelmanagement-Case bestellen kann, was ich echt maximal ausgereizt habe. Da drin passt nichts mehr rein, aber dafür sieht es jetzt ordentlich aus, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Von dem her passt.
Beim Tisch war ich echt picky, ich habe mir echt viele angesehen. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die sowas jetzt anbieten, Ikea oder Flexispot und so weiter. Und am Ende ist es aber der hier geworden, und zwar aus 3 Gründen. Zum einen finde ich das Design mit Abstand am besten, was ich je gesehen habe bei diesen Tischen. Super schön und super hochwertig verarbeitet. Alles ist stabil und es ist ein deutsches Unternehmen, was auch dann eine bessere Klimabilanz hat, als jetzt ein Tisch, der irgendwie aus China geliefert werden muss. Ein neuer Stuhl, schön und gut und so, aber stehen zwischendurch ist echt angenehm und ich versuche das auch wirklich durchzuziehen, dass ich regelmäßig aufstehe, und das kann ich auch jedem empfehlen. Als Fotograf und Bildbearbeiter ist die Kontrolle übers Licht super wichtig, deswegen schwere Vorhänge und Smart Home Licht im kompletten Raum. Ich habe extra Nutzerprofile und Farbprofile für Arbeiten angelegt und für Streamen, sodass ich nichts mehr umstellen muss, sondern einen Knopfdruck und ich habe die richtige Lichtsituation zum Bilderbearbeiten. Ich habe dieses Video über einen Zeitraum von einem Jahr gefilmt. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert vielleicht den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anders gemacht hättet. Das würde mich interessieren. Ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.